Der Start in die Rückrunde gegen Paderborn mit zwei Neuzugängen, mit Joshua Zirkzee und mit Glover. 16-jähriger Engländer, den haben wir ja geholt, ein Wahnsinnstalent von Real Madrid. Haben wir den erstmal geliehen für ein halbes Jahr. Der hat eine richtig hohe Stärke schon mit 16 Jahren, der wird ein richtiges Vieh hier in-game. Und die beiden spielen von Anfang an und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir hier standesgemäß reinstarten gegen den SC Paderborn in die Rückrunde. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlicher wird als in der Hinrunde. Da haben wir ja nur 2-1 gewonnen. Das war ganz schön knapp. Aber hier geht schon mal richtig gut los. 5. Minute. Und ich glaube, das ist sogar Glover, ne? Kann das sein? Mit der Rücknummer 27. Das ist er, glaube ich, ja. Wahnsinn. Den müsste ich mir eigentlich direkt holen. Also, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das ein generiertes Talent ist oder ob es das so schon gibt irgendwie und ich nur nie drauf gekommen bin. Aber ich glaube, der ist irgendwie generiert. Ich meine, der ist erst 16, ja. Zirkzee springt nochmal drüber. Ah, das ist ja Wahnsinn, ey. Die erste Aktion, zack, 1:0 bei seinem neuen Club. Der muss eigentlich von Anfang an spielen hier. Glover, ey. Erstes Tor in seinem ersten Spiel. Jetzt wissen die Gegner mal, wie ich mich immer fühle, wenn die mit irgendeinem Random-Spieler das allererste Tor machen. Naja. Nebenbei hoffe ich natürlich, dass ihr meine Europameisterschaftsprognose verfolgt. Da habe ich auch, glaube ich, schon den ersten Spieltag hochgeladen. Der zweite Spieltag ist auf jeden Fall in der Mache. Es dauert halt immer ein bisschen, ne? Bis ich die Spiele hier simuliert habe, bis ich das Ganze geschnitten habe und so weiter und so fort. Das kann dann immer mal 1-2 Tage dauern. Es wird auch, denke ich, noch während der Europameisterschaft Videos geben. Das werde ich zeitlich überhaupt nicht hinkriegen, weil ich natürlich auch noch nebenbei hier die Eintracht-Karriere habe, die Hertha-Karriere, Formel-1-Karriere habe ich jetzt auch begonnen. Also ich glaube, zurzeit ist, glaube ich, für jeden was dabei, hoffe ich, auf meinem YouTube-Kanal. Und für Zirkzee ist hoffentlich sein zweites Tor jetzt mit dabei. 12. Minute, 2:0. Nach seinem schönen Fallrückzieher-Tor gegen Union macht er jetzt hier genau da weiter. Das ist wichtig. Das brauchen wir, diesen Flow für die Rückrunde, dass wir am Ende die Titel holen. Also das ist natürlich das Ziel. Und mit so Leuten in der Startelf und dann halt auch noch auf der Bank. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir haben auch noch einen Martin, der ist auch erst 18, den habe ich im Sommer geholt. Dann habe ich Boniface, Larsen. Also das sind alles noch gute Leute, die man dann auch noch reinwerfen kann. Dazu haben wir mit Mamouche, mit Philipp Kostic natürlich nicht zu vergessen. Eine unfassbar schnelle linke Seite. Ich glaube, da hätten die Eintracht-Fans ja auch in Realen große Freude, die beiden spielen zu sehen zusammen auf einer Seite. Das wäre ja Hammer. Aber gut, ist so, wie es ist. Hauptsache in-game, oder wenigstens in-game haben wir hier das Vergnügen. Und es geht direkt weiter, um Gottes Willen, Paderborn. Die werden hier wie eine Schülermannschaft schon auseinandergenommen. Und gerade gegen so einen Gegner, da machst du auch ein bisschen was fürs Torfeld. Der soll jetzt gar nicht respektlos klingen, aber wir müssen das einfach machen. Wir müssen nicht nur gewinnen, wir müssen auch mal ein bisschen höher hier gewinnen. 3-4-0, vielleicht zweite Halbzeit, wenn die Kraft ein bisschen nachlässt. Der Paderborner. Ja, oder ich vielleicht nochmal umstelle auch. 4-3-2-1 gegen Union. Das hat ja auch richtig gut funktioniert. Das wollte ich eigentlich spielen. Seht ihr? Ich wollte doch noch irgendwas machen. Ich mache das jetzt mal. Ich mache 4-3-2-1. Und dann hoffe ich auf mehr Strafraumpräsenz vorne. Mehr Tore, noch mehr Tore. Als sowieso schon. Jetzt gibt es erstmal Freistoß. Ja, habe ich schon geahnt, habe ich schon gesehen. Und den macht Murutan. Da verschiebe ich mal den Keeper. Ich hoffe, dass das was bringt. Murutan, ja, landet in der Mauer. Sehr schön. Aber aufgepasst. Egal gegen welchen Gegner, wir stehen auch nicht immer hinten total sicher und sattelfest. Das meine ich. Kanisici zum ersten, zum zweiten. Genau das meine ich. Selbst eine Mannschaft wie der SC Paderborn hat da Chancen, sich durchzukombinieren. Aber im Prinzip, wie gesagt, das kann nur in eine Richtung gehen. Oh, wieder eine schöne Flanke. Ugarte, da wäre Fratesi gewesen. Oh, kommt da nicht ran. Schöne Grätsche. Sah gut aus. Es gibt wahrscheinlich, klar, gelbe Karte dafür, was auch sonst. Also rot hoffe ich jetzt mal nicht. Ne, gab die gelbe Karte, glaube ich, genau. Ja, und jeder Zweikampf, also das ist bislang ein richtig gutes Spiel. Jeder Zweikampf geht an uns. Und Robin Koch, was spielt der denn für geile Bälle? Zirkzee, nächste Chance, nächstes Tor. 3:0.
Es läuft wie aus einem Guss. Hammer. Und gerade von Robin Koch, so ein Ball. Gut, der kann auch zentral defensives Mittelfeld spielen, aber dass er so geile Bälle von hinten rausspielen kann, das war mir auch neu. Und dann ganz eiskalt verwandelt. Zirkzee mit seinem dritten Tor in seinem zweiten Spiel. Dazu Glover ganz am Anfang. Sauber. Genau so ein Spiel oder genau den Verlauf habe ich eigentlich erwartet. Und jetzt will ich noch mehr Tore schießen. Noch mehr. Weil wir wahrscheinlich auch noch mehr Platz oder Raum bekommen werden. Vielleicht, eventuell. Wenn dann die Kraft irgendwann mal nachlassen sollte bei Paderborn. Aber jetzt sind sie erst noch mal vorne. Glover kommt auch mit nach hinten. Oh, das müsste abseits sein. Ist es nicht. Akanji mit der Verlegenheitsgerätsche. Und Glover arbeitet auch mit nach hinten. Sehr gut. Da habe ich auch echt nicht schlecht geguckt, als ich den gesehen habe. 16 Jahre. Der hatte, glaube ich, einen Marktwert von 7 Millionen oder so. Und halt bei Real Madrid. Und bei Real spielen halt meistens die besten Leute und auch die besten Jugendspieler hier in-game. Und daher konnte das kein schlechter sein. Und deswegen muss ich zuschlagen. Auch unseren Österreicher. Ich glaube von Leeds United. Kofler heißt er. Den habe ich auch mit auf der Bank. Den kann ich auch mal in der zweiten Halbzeit vielleicht mal reinbringen. Der ist aber noch nicht so weit wie Glover. Der braucht noch ein bisschen länger. Aber hat auch ein sehr, sehr gutes Potenzial. Bogarte aufgepasst. Oh, der spielt schon ein bisschen mit dem Feuer. Der hat schon gelb. Da müssen wir halt ein bisschen drauf schauen. Ja, Zirkzee macht da ganz überlegt. Super. Schönes Aufbauspiel. Jetzt muss er wieder vorne irgendwie rein. Oder wir machen... Oh, wo kommt der denn hin? Nicht dahin, wo er sollte. So, Sikan. Aber auch das bislang sehr, sehr ungefährlich. Nächster Fehlpass. Okay, jetzt geht es so ein bisschen dahin. In die Halbzeit 3-0. Verdient in der Höhe. Das ist ein ganz, ganz brutal starkes Spiel von uns bislang. Auch wenn es nur gegen Paderborn ist, aber die 3 Dinger musst du halt dann auch erstmal machen. Die hatten auch 3 Schüsse. Ja gut, klar, Kanesici, 1, 2 Dinger muss da schon holen. Ah, und ich habe hier einen Fehler gefunden, natürlich. Warum spielt man Linksverteidiger? Das habe ich halt noch nicht umgestellt. Hier, das ist er. Der Kofler, der hat nur 69, der ist aber auch erst 18. Ja, könnte so ein Jovic-Verschnitt vielleicht sein. Der war auch nicht gerade groß, aber unglaublich gefährlich vorm Tor. Guter erster Kontakt. Ich lasse das nochmal so. Ich gehe nochmal rein mit der Truppe. Mal gucken, vielleicht lässt es sich ja jetzt ein bisschen besser spielen, jetzt wo Mamouche auch da spielt, wo er spielen soll. Und da sind sie gleich schon wieder vorne hier. Zirkzee direkt nach der Pause. Chukwueze. Ja, und jetzt rein. 4:0 mit Ansage. Wichtig. Sehr gut gemacht. Direkt nach der Pause. Aber das geht halt gegen so einen Gegner. Das kannst du halt auch mal machen, weil die spielen mit. Die sind Letzter. Du siehst, warum sie Letzter sind. Große Lücken. Aber das ist das Gefährliche bei der Eintracht auch in echt. Die haben gegen so Gegner, auch in der abgelaufenen Spielzeit einfach so viel Punkte verloren. Das gibt's gar nicht. Gegen Köln, gegen Bochum, in Augsburg verloren, ne, ohne Augsburg jetzt hier Disrespekt zu geben. Dann in Darmstadt noch Remis gespielt zum Beispiel. Gegen Gladbach oder in Gladbach auch nur 1-1 gespielt, was er eigentlich gewinnen muss. Also wir hätten locker aus eigener Kraft in der Champions League sein können, wenn wir nicht so viele Punkte verloren hätten. Aber gut, neue Saison, neues Glück. Ich bin mal gespannt, wer noch so zur Eintracht stößt. Dino Topmüller macht ja weiter. Bekommt ja den Rücken gestärkt von Markus Krösche. Lassen wir uns überraschen. Es muss auf jeden Fall gut gehen, wenn die ersten 2, 3 Spiele nicht gut verlaufen. Wenn man aus dem Pokal zum Beispiel ausscheiden sollte in Braunschweig und dann gleich die ersten 2, 3 Spiele verliert in der Bundesliga, dann sieht es halt auch wieder düster aus. Dann fängt man quasi wieder von 0 an. Chukwueze hier mit der nächsten Chance. Aber ich bin da auch mal vorsichtig optimistisch. Ich glaube und ich hoffe, dass die Eintracht sich auch strukturell oder intern ein bisschen anders aufstellt. Vielleicht einen erfahrenen Co-Trainer für Dino Topmüller noch mal ein bisschen an die Seite. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich bin dann immer nur wieder derjenige, auch mit ganz vielen anderen Fans, die darüber diskutieren.
Deswegen schauen wir mal, was wird. Nach der Europameisterschaft. Ja, die stellen mal wieder zurück aufs 4-2-3-1. Irgendwie, so vom Gefühl her, ist zwar gut, aber irgendwie nicht ganz so druckvoll. Wie noch gegen Union Berlin. Da hat das gut geklappt. Die haben aber auch mit Fünferkette gespielt. Das macht Paderborn nicht. Die spielen mit einer Dreierkette. Sind jetzt vorne. Achtung, Kanisici, ja. Also auf jeden Fall dominanter als das Hinspiel. Da habe ich auch, glaube ich, mit der fast kompletten B11 gespielt, weil ich da auch irgendwie ein wichtiges Champions League Spiel hatte. Ganz knapp gewonnen. 2-1, das sieht heute natürlich ein bisschen deutlicher aus. Zum Glück Kostic. Wieder die nächste Chance. Glover. Mit der 27 Kadiolu ganz hin. Da winkt Mamouche. Nee, da winkt Kostic. Kostic. Jetzt muss ich gucken. Ist Mamouche wieder Linksverteidiger? Ah, das gibt's doch nicht, ey. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht, das 4-4-2. Ich wollte wieder ins 4-2-3-1 zurück. So, 4-2-3-1. Und dann geht es auch hier nur in eine Richtung. Oh, Mamouche vorne ist Glover. Oh, schade, wenn er den da hinkriegt. Ja, Fehler. Und Glover kriegt doch noch die Chance aus einem Doppelpack. Ja, unverhofft kommt oft. Die Fans sind gut drauf. Die Fans machen gute Stimmung. Und sehen vielleicht jetzt gleich das 5-0. Oh, gute Ecke, Kadiolu abgefälscht. Das darf er gleich nochmal probieren. Aber wir machen es mal anders. Nämlich so, Chukwueze zirkelt da mal selber, ja, aufs lange Eck. Und wieder Eckball von der anderen Seite. Okay. Dann probieren wir mal noch eine Variante. An den 16er ran. Da steht Glover. Oh, schönes Ding. Eine Annahme. Glover! Haha! 5-0, das ist ja ein Wahnsinn, der Typ. Ich kann es nur nochmal wiederholen. 16 ist der Typ. Und was erzähle ich? Ja, ich habe mich gerade an den Videotitel erinnert vom letzten Video. Der hat einen Marktwert von 50 Millionen. Was erzähle ich denn von 7,9 Millionen? Ey, der hat einen Marktwert von 50 Millionen. Ja, und erwartete Tore 0,0. Eine geile Flugkurve auf jeden Fall. Und wenn er den noch direkt aus der Luft genommen hätte, boah. Ich glaube, das hätte so sogar den Fallrückzieher übertroffen von Gift Orban gegen die Bayern letzte Saison. Ja, also das ist jetzt auch das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte. Ja, zu Beginn so ein 4-5-0 hatte ich mir eigentlich gewünscht. Und es ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch 15 Minuten, um die Paderborner hier noch mehr zu demütigen. Und es geht weiter hier über Mamouche. Nächster Konter, Zirkzee. Ja gut, das ist natürlich jetzt ganz leicht und locker. So leicht wird es uns dann in Leipzig nicht gemacht. Nächstes Spiel. Das ist dann wieder ein komplett anderes Spiel. Ein komplett anderer Gegner. Die werden uns auch ein bisschen mehr beschäftigen. Lassen wir uns da mal überraschen. So, jetzt aber die Paderborner. Oh, das muss Abseits sein. Kein Abseits. Okay. Und dann kommen sie doch noch zum Ehrentreffer. 5-1. Das sah doch aber nach Abseits aus, oder nicht? Also ich meine, abgefälscht, schön oder gut. Schön und gut, aber das war doch Abseits hier. Oder knapp doch nicht. Naja, ist auch egal, wie es dann halt fällt. Das ist wieder auch so typisch. Wir können auch gegen so einen Gegner nicht zu 0 spielen, aber egal. 5 Tore geschossen. Vielleicht machen wir jetzt noch ein 6. Tor. Dann hätten wir wieder +5 die Tordifferenz. Natürlich Danilo Sikan, sein erstes Tor im 7. Spiel. Ist wahrscheinlich auch sein letztes, was er macht in der Bundesliga. Und dann halt auch ausgerechnet gegen mich. Ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Mamouche, oh, Zirkzee alle verpassen. Schnell nach außen, schönes Ding. Oh, Chukwueze hat ganz viel Platz. Und jetzt legt er sich den selber auf den linken Fuß. Und Wellenreuter, der war doch mal bei Schalke, ne? Oder ist das sein Bruder oder was? Ne, Wellenreuter. Ich glaube, der ehemalige Schalker. Achtung, Mamouche kommt angeflogen. Glover, Ugarte, will er auch nochmal. Oh ja, das ist auch eine super Position, aber viel zu harmlos dann für Wellenreuter. Nur gut, also wie gesagt, der Fokus liegt jetzt auf dem Leipzig-Spiel. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, da gleich mal nachzulegen. Achtung, nochmal vielleicht ein Tor. Ne, Zirkzee kommt da nicht ran, aber Akanji, der auch den Laden richtig gut zusammenhält. Auch heute
Letzten Spieler war auch schon ganz gut, beziehungsweise gegen Union hat er bislang nur ein Spiel gemacht. Und dann wird jetzt auch Leipzig so eine, ja, erste Standortbestimmung für die Rückrunde, wo wir stehen. Ob wir wirklich für ganz, ganz oben bereit sind oder nicht. Jetzt kommt nochmal Paderborn über Bilbia. Chukwueze. Oh, ich sehe schon wieder, kommen hier gleich das zweite Gegentor. Kalisic, den kann er auch festhalten. Und Kostic klärt, gibt noch mal eine Ecke. Och komm, 4 Minuten über der Zeit. Schon längst abgepfiffen. Junge, kannst du längst abpfeifen. Da wird nichts mehr passieren. Kalisic fängt den. Oh, noch nicht. So. Ball in Seiten aus. 5:1 Sieg zum Rückrundenauftakt auf Galopp. Rückrundenstart. Aber das Spiel mussten wir auch gewinnen. Schön, dass Glover getroffen hat. Schön, dass Zirkzee zweimal getroffen hat. Und Glover auch. 2 Tore, natürlich. Das schöne Tor aus 16 Metern. Nicht zu vergessen. Und das ist die Marschroute. Und jetzt gucken wir mal, wie es gegen Leipzig läuft. Souveränes Spiel. Wie gesagt, lockerer Aufgalopp. Und jetzt gucken wir gerade nochmal hier. Entwicklung, Spielzeit von Van Dijk. Ja, der muss halt auch häufiger spielen. Aber ich habe halt jetzt meine Startelf gefunden. Ich erwarte mehr von dir. Ich bin stolz auf dich. Da bleiben jetzt halt die Talente ein bisschen auf der Strecke, ne? Würde ich sagen. Wir sind erstmal Tabellenführer. Wir spulen aber nochmal vor. Okay, PSG hat Van Dijk zurückgeholt. Ja, okay, um wahrscheinlich Probleme zu vermeiden. Ach, Leihfrist ist abgelaufen. War nur für ein halbes Jahr. Okay. Faris Shaibi, nee, den will ich auch eigentlich nochmal behalten. Das ist so schade, dass jetzt so die ganzen Leute, achso, die im Wechsel gebeten haben, können nicht geblockt werden. Ist halt schade, weißt du, mit denen hast du begonnen. Aber so ist es nun mal. Irgendeiner muss immer in den sauren Apfel beißen. Und da ist es halt nun mal leider Shaibi Leihangebot. Wobei, weißt du was, dann komm, dann verleihen wir den. Bevor er bei uns gar nicht spielt. Wir haben ja eigentlich auch einen guten Kader, also wir haben genug Qualität. Auch wenn wir jetzt Mittelfeldspieler verloren haben, aber wir machen das schon, doch. Genau, Latium ist daran interessiert, Ebimbe zu kaufen. Ne, den würde ich dann doch noch gerne behalten. Mache ich mal Angebot ablehnen. Kann ich da wenigstens blocken? Da kann ich blocken. Sehr gut gemacht. Und dann würde ich sagen, ja gut, die beiden sind wieder Erster. Es wird ein Schneckenrennen. Auch mit Leverkusen, Dortmund, Union. Union, dass die da Fünfter sind. Wahnsinn. Ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Da lassen, kostenloses Abo. Und dann geht es weiter in dieser absolut faszinierenden, spannenden Rückrunde. Da geht es auch noch um Europa. Da geht es eng zu unten. Der Abstiegskampf sowieso. Also da sind die halbe Liga ist nur 6 Punkte getrennt. 7 Punkte. Da kann Mainz und der VfB Stuttgart da auch noch mit reinrutschen. Naja, schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.